Wir nehmen uns heute die Frage vor, die ich derzeit am häufigsten gestellt bekomme, wenn es um das Thema KI geht. Was ist ein guter Prompt? Gutes Prompten ist nicht einfach nur, ich schreibe einen netten Satz an ChatGPT und bekomme Feedback, sondern wenn ihr promptet, kann das erhebliche Konsequenzen haben. Und es gibt Beispiele, wie Menschen in Rabbit Holes abgetaucht sind und gedacht haben, ich habe hier die neue Weltformel entdeckt. Aber vor allem nehmt ihr raus, wie mache ich das ganz konkret? Wie prompte ich richtig? Und pass auf mich auf, wenn es um KI geht. Vielleicht einmal vorweg, was ist überhaupt ein Prompt an sich? Das, was ihr im Chatfenster in ChatGPT oder Claude oder wo auch immer ihr KI benutzt, eingebt, das ist der Prompt. Und der Prompt ist eigentlich nichts anderes als ein fancy Word für Befehl, also die Aufforderung an die KI. Und das macht Prompten zu einem Skill, so wie Autofahren, Fahrradfahren und ähnliches. Wenn ihr den Lenker loslasst, gebt ihr die Kontrolle ans Fahrrad oder ans Auto ab, das ist keine gute Idee. Und genauso beim Prompten. Wenn ihr sagt, ich mache das halt irgendwie, dann bekommt ihr eine andere Art von Qualität natürlich raus, als das, was ihr eigentlich haben wolltet. Das ist Prompten. Und genau da knüpfen wir direkt an. Also das Thema Steuer überlassen heißt, ihr überlegt euch vorher, bevor ihr euch ans Steuer setzt, wo will ich eigentlich hin? Und genau das macht ihr mit KI auch. Überlegt euch, bevor ihr was ins Chatfenster eingibt, was will ich eigentlich? Ohne diese Überlegung kommt ihr nirgendwo hin. Dann kommt der erste Schritt und das ist halt ganz klar euer Prompt. Das heißt, ihr formuliert auch das, was ihr braucht. Mit deine Aufgabe ist, nimm folgende Rolle ein, mach es aus dieser Perspektive, sei absolut klar, auf den Fakten basiert und so weiter. Das heißt, ein Prompt hat deutlich mehr als einfach nur ein Satz, sondern möglichst ausführlich beschrieben, was die KI, also das Modell, tun soll und was nicht, was mich zum Modell bringt. Ihr könnt verschiedene Modelle auswählen. Auch wenn wir ChatGPT 5 haben und Sam Altman den Model Switcher abschaffen wollte, ihr werdet noch sehr lange verschiedene Modelle auswählen können. Es gibt 1,8 Millionen verschiedene KI-Modelle. Das heißt, jedes Modell verhält sich anders, wie jedes Fahrrad, wie jeder Motor, wie jedes Auto sich anders verhält. Und ihr müsst dann einmal durchdenken, habe ich hier ein Modell, was nachdenken kann, also mehr Reasoning, oder ist es ein sehr einfaches Modell, was nur das nächste Wort, also den nächsten Token, vorhersagt. Darin unterscheiden sich die Modelle. Und das dritte ist der Kontext. Das will ich heute hier in dem Video nicht so krass vertiefen, aber der Kontext ist das ganze Wissen, was die KI über euch hat oder der Hintergrund, den ihr zu dieser Aufgabe mit dazu gebt. All das spielt mit rein. Und ohne einen guten Prompt läuft das logischerweise in die Richtung, die das Modell ein Stück weit vorgibt und auch der Kontext, der mit dazu kommt. Und dann kommt ein Ergebnis raus und dann müsst ihr wieder zurückgehen und überprüfen, wie das Ergebnis ist. Stimmen die Quellen? Kann das sein? Habe ich was übersehen? Und so weiter. Und das tut man dann eben auch, das mache ich sehr häufig auch, indem ich zurückgehe auf meinen ursprünglichen Prompt, den ich oben eingegeben habe. Manchmal habe ich nur aufgesprochen, manchmal habe ich ihn getippt, kommt vielleicht darauf an, aber ich lese es mir manchmal noch durch, um das Ergebnis damit zu vergleichen und sage, ja, passt oder passt nicht. Das ist der Prozess. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, was ist ein guter Prompt, aber wir schauen uns jetzt ein konkretes Beispiel an, das ihr durcharbeiten könnt. Werden wir mal ganz konkret. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, mit dem ihr sofort arbeiten könnt. Ihr wollt eine Gehaltserhöhung. Das ist immer eine gute Sache. Nehmen wir mal an, ich möchte eine Gehaltserhöhung von mir selbst. Auch eine gute Idee. Also, stellt euch vor, ihr wollt eine Gehaltserhöhung. Ihr schreibt einen Prompt und sagt, schreibt mir eine E-Mail an meinen Chef. Ich möchte eine Gehaltserhöhung. Die steht mir zu. Und gebt das einfach in ChatGPT ein und schaut mal, was passiert. Man sieht, und das ist der Unterschied an GPT-5, was jetzt quasi das neue Modell dahinter ist, dass die Antwort schon ziemlich gut ist, die da ehrlich gesagt rauskommt. Da sind Lücken drin mit, hey, füll das nochmal aus, mach das nochmal. Das heißt, man kommt schon relativ weit. Wie können wir jetzt aber das, was ich gerade erklärt habe, anwenden, um daran zu verstehen, was einen guten Prompt ausmacht und vor allem, was die Intention ausmacht, was für ein Ergebnis ihr haben wollt. Das Wichtigste hier ist erstmal, was ist die Intention? Das steht mir zu, ist die Intention. Das heißt, dieses Gefühl, ich möchte ein Ergebnis, was mein Chef erreicht, dass er mich hört, dass ich mich gehört fühlen kann und er sich, der richtige Ton ist, aber dass auch der Punkt klar wird, ich möchte wirklich eine Gehaltserhöhung. Also wird der Prompt an sich erstmal länger. Ich habe den also erstmal eingesprochen, weil ich deutlich mehr Kontext reingeben wollte. Das ist ja logischerweise, ihr wisst ja, Gen AI 3 Kontext wichtig, enorm wichtig, den reinzugeben. Habe ich also eingesprochen, ich bin der CEO, ich habe viel gemacht, Turnaround, KI, Christoph Magnussen, der Chef, den findest du im Internet. So. Ich habe relativ viel dazu erklärt, aber ich habe es einfach erklärt, als wenn ich es einem anderen Menschen erklären würde. Ein guter Prompt ist vor allem gut strukturiert. Das heißt, für ein KI-Modell ist es hilfreich, es ist ein Large Language Model, wenn die Worte gut strukturiert sind. Das heißt, der einfachste Trick der Welt ist, ich schreibe über diesen Text, den ich eingesprochen habe, drüber. Aufgabe, verbessere mir diesen Prompt in der Struktur und im Aufbau. Und dann schreibe ich drunter Prompt, Doppelpunkt und pack den rein. Klack. Bekomme jetzt einen neuen Prompt raus.
du bist mein Schreibassistent, da ist die Rolle also definiert, das ist deine Aufgabe, geh folgendermaßen vor. Und jetzt kann ich auch kontrollieren, ob das, was hier steht, als das, was wir jetzt gleich tun werden, zu meinem Intent passt, das, was ich haben wollte. Ganz einfach. Es ist eigentlich super simpel, aber ihr seht schon, es ist ein iterativer Prozess. Das ist der Prompt, mit dem ich jetzt arbeite. Den nehme ich jetzt, füge den ein und jetzt seht ihr, GPT-5 entscheidet ja selber. Denken, nicht denken, brauche ich das jetzt? Offensichtlich ist das doch nicht so trivial, die Aufgabe, die E-Mail zu schreiben. Also sagt ChatGPT-5, wir denken jetzt mal drüber nach, wie wir das Ganze formulieren, wie wir es aufbauen, wie wir es strukturieren. Und beide Varianten, die hier rauskommen, sind wirklich gut. Und ich kann jetzt entscheiden, gehe ich in die Richtung weiter oder gehe ich in die Richtung weiter. Das ist der Unterschied zwischen einem schlechten Prompt und einem guten Prompt. Was sind jetzt die negativen Konsequenzen, wenn man nicht gut prompten kann? So, und das hat mit den Modellen zu tun an sich. Denn es gab vor einigen Monaten den Fall, New York Times hat darüber geschrieben, ein User hat angefangen über Pi zu schreiben, also die mathematische Zahl, und kam darüber auf eine neue Weltformel und hatte das Gefühl, er hat sie wirklich entdeckt. Und das war nicht nur ein Fall, es gab viele Fälle, die bekannt geworden sind von Menschen, die keine offensichtlichen Vorerkrankungen hatten, also psychologische Vorerkrankungen hatten. Das heißt, man muss sich das schon gut anschauen und es kam auch nicht nur bei OpenAI vor. Claude, Gemini, ChatGPT, alle waren davon betroffen. Das heißt, hier haben User mit Prompts, also durch Prompts, sehr viele Worte mit ChatGPT ausgetauscht und das Modell begann zu bestätigen. Es ist bekannt geworden als der Schleimer-Modus. Und was mir wichtig ist, weder die Verantwortung liegt alleine nur bei OpenAI als bei den Usern. Auch hier kann man wieder das Dreieck nehmen und auseinanderpflücken. Das Modell verhält sich auf bestimmte Art und Weise und der Prompt tut etwas. Ich habe gerade erklärt, was euer Prompt leisten kann oder nicht leisten kann. Klar. Wenn ich sage, hier könnte das sein, liege ich richtig und das Modell hat sich da schon reingefräst, könnte das so ein Rabbit Hole sein, in das man immer weiter eintaucht. Deswegen ist es auch so wichtig, Kinder niemals alleine mit KI immer daneben stehen, hören, was die machen. Und die Modelle an sich, die Modelle haben ein Thema, denn die wurden durch menschliches Feedback gebaut, durch Training. Die haben gelernt durch Menschen, was ist gut, was ist schlecht. Und jetzt gibt es ein psychologisches Phänomen bei Menschen, super verkürzt, aber ganz einfach gesagt, wir tendieren eher dazu, Daumen hoch zu geben bei einer Sache, die wir gut finden, als bei der Wahrheit. Ganz, ganz, ganz kurz. Und das ist das, was so schwer ist. Das heißt, diese Tendenz, dass das Modell eher sagt, das ist gut, statt das ist wahr, ist in den Modellen drin. Wie gesagt, das ist super verkürzt. Es gibt Teams, die sich dedicated bei den großen Anbietern damit auseinandersetzen. Es ist sehr spannend, darüber zu lesen. Anthropic schreibt wahnsinnig viel darüber. Das ist ein Rabbit Hole, das sich lohnt, das einzutauchen. Aber das ist der Zusammenhang zwischen eurem Prompt und dem Modell. Und deswegen ist es so wichtig, immer einmal zu überlegen, was will ich überhaupt, um diesen einen Schritt an Reflexionsgrad zu haben, weil ich schreibe auch manchmal rein, sag mir einfach mal was Nettes. Und wenn ihr sagt, solche Themen sind für euch spannend, wir haben von meinem Team bei Blackboot, die sich damit ja auch im Unternehmenskontext auseinandersetzen, einen Newsletter, den meine Kollegin Leiva immer mit sehr viel Liebe einmal im Monat kuratiert und da haben wir dieses Thema auch in der Tiefe behandelt und das findet ihr unter blackboot.com/newsletter, verlinken wir unten, aber das nur, wenn ihr da tiefer eintauchen wollt. Mir passiert es auch, dass ich irgendwann einen langen Chat habe und das Gefühl habe, ich komme mit dem Ergebnis nicht weiter. Und das, was ihr machen müsst, ist den Absprung zu finden an der richtigen Stelle. Und das mache ich sehr regelmäßig. Und ihr könnt einfach mal den Test machen und ChatGPT fragen, hey, gehöre ich zu den 0,1% der Power-User, weil ich mache das ja so irre gut hier. Dann kann es immer noch passieren, dass ChatGPT sagt, ja, auf jeden Fall, du gehörst zu den Top 0,75%. So, das kann passieren. Und wenn ihr dann den Gegencheck macht und sagt, das ist doch unmöglich, dass das sein kann, ihr macht das in einem neuen Chat, dann werdet ihr vermutlich eine Antwort bekommen, die das eben negiert. Oder ihr dreht es halt um, macht einen Prompt raus und sagt, ich möchte gerne zu den Top 1% der Power-Usern gehören. Was wäre dazu zu tun? Und dann habt ihr die Intention, das Modell mit einem Prompt in die Richtung zu stoßen, die einen Raum aufmacht, auf dem ihr aufbauen könnt. Das ist eigentlich die Idee. Und wenn ihr sagt, das ist mir zu abstrakt als Beispiel, nehmt doch mal ganz konkret, ihr fragt ChatGPT, hey, hast du nicht mein 100-seitiges Paper gelesen, was ich dir da oben geteilt habe? Du hast das doch alles durchgelesen. Und 2 Sachen dazu. Wenn ihr Daten mit ranpackt, lesen die Modelle nicht alles durch, sondern überlegen sich, was aus diesen Daten muss ich mir jetzt anschauen quasi für den Prompt, für den Kontext. Und das Zweite ist, die Modelle haben kein inhärentes Wissen über sich selbst. Dazu zählt, hast du mein PDF gelesen, haben wir darüber nicht schon gesprochen, ich habe doch den Advanced Voice Mode, du kannst auch nachdenken. Das war lange Zeit, als es noch den Denkmodus nicht gab, ein Thema haben Leute gesagt, denk mal lange drüber nach. Das konnte ChatGPT zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich habe viele, viele User gesehen, die gesagt haben, doch, mein ChatGPT kann nachdenken. Nein, konnte es damals nicht. Deswegen sollte man auch bei diesem Punkt, verbessern wir den Prompt, immer nochmal durchlesen, was hat er denn vorgeschlagen und muss ich das an einigen Stellen vielleicht nochmal korrigieren für mich. Das ist nochmal wichtig zu verstehen. Es bleibt
ein iterativer Prozess und es ist keine magische Zauberkugel, in die ihr das eingibt. Lasst euch nicht in die Rabbit Holes ziehen, sondern findet den Absprung. Passt auf mit euren Kindern, weil die haben noch nicht das Korrektiv, das zu tun. Das ist wirklich wichtig. Und es ist ein unfassbar mächtiges Tool. Und dieses Tool befindet sich immer noch im Wild West Modus. Das muss man ganz klar sagen. Alle Guardrails werden gerade gebaut. Das ganze Alignment wird gerade gemacht. Und alle Teams arbeiten daran. Wenn ihr also eintauchen wollt, lest euch durch, wer sich damit im Detail befasst. Aber das ist so ganz grob gesagt der Hintergrund. So, das war sehr, sehr, sehr konkret, worum geht es im Prompten, aber auch warum das so wichtig ist. Und ich hoffe, ihr konntet das gut verstehen, aber es ist auch ein wichtiges Thema. Also gerade für Leute, die sagen, so, ich bin da noch neu, teilt das Video, damit eben auch wirklich viele Menschen nicht nur zum Anwendungsweltmeister werden und sagen, ja cool, sondern ein sicherer Umgang mit der KI ist nicht ganz unwichtig in dem Zusammenhang. Danke fürs Zuschauen, kommentiert weiter so fleißig rein, denn darüber kommen die Ideen hier für diese Videos und wir haben große Freude, jede Woche davon eins aufzunehmen und deswegen sehe ich euch schon wieder in einer Woche.